Hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf meinem Kanal zu meinem 7777 Abonnenten Spezial. Ganz ehrlich, so richtig geglaubt, dass es mal so viele Abonnenten werden, das habe ich ja lange nicht. Umso mehr freut es mich, dass ihr heute hier mit mir dabei seid. Wir wollen einmal die letzten Jahre Revue passieren lassen, was ist hier auf dem Kanal passiert. Wir möchten mal gucken, was ist alles so schief gegangen. Zum Schluss soll es darum gehen, wie geht es hier eigentlich weiter auf LCJX. LCJX, wer sich immer schon gefragt hat, wofür steht das eigentlich, der kann eigentlich das 100 Subscribers Spezial oder war es 500 Subscriber Spezial? Also da unten gibt es noch irgendwo einen Subscriber Spezial, ein altes. Aber ich sage es hier einfach, LC steht ganz einfach für Lego Creations und JX, das ist das Kürzel, unter dem ich mich lange Zeit wiedergefunden habe, zum Beispiel in meiner Arbeit, aber irgendwie ist es dann halt auch hier in der Lego-Welt mein Kürzel geworden und deswegen bin ich immer noch der JRX oder wie ein bekannter Meisterschnorrer es gerne sagt, der JRX. Ihr könnt mich aber auch einfach Jan nennen und damit bin ich gemeint. Wenn ihr mich allerdings jetzt gerade nicht versteht, dann kann das einerseits daran liegen, dass ich ja sehr schnell rede. Das ist mir irgendwie so inneliegend. Das kann aber auch daran liegen, dass sie einfach kein Deutsch spricht. Das ist halt immer meine Muttersprache, aber für all diejenigen, die mich nicht verstehen, denen kann geholfen werden. Dort unten unter dem Zahnrad gibt es die Untertitel. Die habe ich auf Englisch mit eingestellt. Die könnt ihr aktivieren und dann könnt ihr sozusagen lesen in der Übersetzung, was ich hier erzähle. Wer Untertitel in anderen Sprachen hinzufügen möchte, der ist herzlich willkommen, der ist eingeladen, dies zu tun, freue ich mich drüber. Gab es bei ein, zwei Videos, gab es das schon. Einfach machen, umso besser für alle anderen aus der ganzen Welt. Apropos, wer guckt eigentlich diesen Kanal? Das werden wir uns gleich zusammen anschauen. Ich lade euch ein mit mir ins Creator Studio von YouTube. Und da zeige ich euch, wie sich die Zahlen entwickelt haben, was so die besten, was die schlechtesten Videos waren. Anschließend zeige ich euch, was alles so schief gehen kann beim Lego-Filmen. Das ist eine ganze Menge. In 5 Beispielvideos werde ich es euch zeigen und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei. Also beim Schneiden hatte ich zumindest schon mal sehr viel Spaß und habe mich gewundert, was alles kaputt gegangen ist. Aber zuerst geht es jetzt gemeinsam ins YouTube Creator Studio. Kommt einfach mit. Und damit sind wir im YouTube Studio, wie ihr seht. Es sind aktuell sogar 7782 Subscriber, also Abonnenten. Das finde ich super. Das heißt, seit gestern sind es schon allein nochmal 5 mehr geworden. Und hier seht ihr jetzt ganz kurz ein Video. Ich habe gestern den richtigen Riecher gehabt und in der Zeit ist die Zahl wirklich auf die 7777 gesprungen. Aber ich gebe zu, ich habe da auch wirklich Stunden gesessen, um genau diesen Moment dann doch zu bekommen. Ja, und jetzt gehen wir hier wie versprochen in das YouTube-Studio rein. Was war das Beste und was war das Schlechteste? Dazu filtere ich hier auf der Seite einmal die Views. Und oben steht erstaunlicherweise das CTROS-Video der Mercedes CTROS 2733 mit mittlerweile 1,67890 Millionen Aufrufen. Ja, das finde ich ganz schön erstaunlich. Fast 1,7 Millionen Aufrufe. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass das eigentliche Video des Mercedes CTROS 2733 nur schnöde 42.000 Aufrufe hat. Das hat mich doch sehr überrascht. Das zweitbeste Video bei mir im Kanal, das ist die Steuerung für die Pneumatik über die Servomotoren, also die Gearbox für die Pneumatik mit 145.000 Aufrufen. Ja, und jetzt schauen wir einmal nach ganz unten sozusagen. Das war mein 100 Subscribers Spezial mit bis heute nur 159 Aufrufen und das in, naja, 3,5 Jahren. Das ist schon ziemlich krass, aber immerhin 32 Kommentare und eine Quote von 100% Like, was jetzt nicht heißt, dass da irgendjemand auf Dislike drücken soll. Muss nicht sein. Das zweitschlechteste, das war der VW Beetle und zwar in der Miniaturausführung mit in Deutsch und Englisch jeweils nur knapp über 300 Aufrufen. Das war ganz schön wenig. Das hier ist gerade erst ganz frisch online, 475 Aufrufe, das ist der Channel-Trailer, das läuft schon mal ganz gut. Ups, jetzt habe ich darauf geklickt, sorry. Auch die Rezensionen liefen anscheinend nicht ganz so gut, zumindest nicht die hier unten. Wo war sie? Da ist sie gerade, die 4265, der Tracked Racer. Allerdings, das ärgert mich bei YouTube auch immer noch ungemein. Ich kann keine Videos mit 2 Sprachversionen erstellen.
in einem Video. Also das heißt, wie ihr es von der DVD oder vom Stream kennt, dass ihr die Sprache einfach umstellen könnt. Das geht bei YouTube leider nicht. Das ging früher einmal. Ich habe auch mal nachgefragt, aber da gab es nicht so richtig eine Antwort, ob da sich was dran ändern soll. Also bisher bleibt es so. Eine Sprache pro Video, das heißt, ich muss 2 Videos, wenn ich 2 Sprachen haben möchte. Das heißt, dann teilt sich auch die Zahl der Aufrufe, was natürlich ein bisschen blöd ist, um irgendwie in die Empfehlungsalgorithmen zu kommen. Ich werde es also weiterhin so machen, wie auch bei den letzten Videos, die ich produziert habe. Da gehen wir noch ganz schnell drauf. Also wie zum Beispiel hier beim Behind the Mock Video vom schwarzen Cetros, das mittlerweile immerhin knapp 25.000 Aufrufe hat. Da habe ich ja dann die Beschreibung schriftlich in Deutsch und Englisch. Das hat ganz gut funktioniert. Ja, so viel zu den besten und den schlechtesten Videos. Interessant ist, finde ich zumindest noch, woher ihr denn alle kommt. Da gehen wir mal auf die Audience. Und das finde ich total spannend, wenn man hier unten geht auf die Top Countries. Und zwar Lifetime. Finde ich ziemlich spannend zu sehen. Klar, Deutschland, das liegt nahe. Wahrscheinlich werden hier meine Videos auch am meisten vorgestellt. Außerdem bin ich in mehreren deutschsprachigen Foren unterwegs und teile dort gerne die Videos. Da kommt der Großteil der Zuschauer mit 14,8% der Views und 18,5% der gesehenen Zeit her. Auf Platz 2 kommt Indien. Ich sage ganz herzliches Hallo nach Indien zu all meinen Zuschauern aus Indien, die mit 11,1% den zweitgrößten Anteil ausmachen. Das finde ich total erstaunlich. Indonesien kommt schon auch gleich danach. Hätte ich nicht geglaubt und bin total erfreut, dass ich dort so weit entfernt von Deutschland so treue Zuschauer habe. Das ist total irre. Die Vereinigten Staaten kommen dann gleich auf Platz 4, gefolgt von Russland mit 4,5 und 4,3%. Auch aus Polen schauen regelmäßig viele Menschen zu, ebenso aus Vietnam, aus Frankreich, aus Italien. Und so geht es weiter mit Thailand, Niederlanden, Brasilien, United Kingdom mit noch 1,9% der Zuschauer. Und ganz am Ende dieser Top 50 Liste steht Weißrussland mit 0,1% der Zuschauer. Wie alt seid ihr? YouTube verrät mir, ihr seid irgendwo, zumindest der Großteil von euch, zwischen 18 und 44 Jahren. Damit habe ich durchaus wiederum gerechnet und auch nicht ganz überraschend, der Großteil der Zuschauer ist männlich mit 90,3%. Eventuell interessieren Maschinen und Autos dann doch tendenziell eher Männer als Frauen. Aber wenn ich jetzt hier völlig daneben liegen sollte und ich habe eine ganz treue Zuschauerinnenschaft, dann abonniert doch einfach diesen Kanal und treibt den Wert der weiblichen Zuschauer nach oben. Das wäre schön, wenn hier irgendwann 50-50 stehen würde. Ich würde mich tierisch freuen. Und jetzt interessiert euch eventuell auch noch, wie viel man mit so einem YouTube-Kanal verdient. Und ja, ich verrate es euch einfach. Keine Ahnung, ob das andere Leute auch tun. Wir gehen auf Revenue und schauen einfach da rein. Und ihr seht, in diesem Monat waren es bisher knapp 16 Euro, die ich umgesetzt habe mit dem Kanal. Wenn wir auf die monatliche Rückschau gehen, dann seht ihr, so richtig viel ist das nicht pro Monat. Im April waren es bisher 6 Euro. Ach so, was war das denn? Jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Also, hier stand doch eben 15 Euro. Ach so, das war, glaube ich, auf die letzten... warte mal da. Genau, das waren die letzten 28 Tage. Da waren es 16 Euro. Also, das hat mich gerade in die Irre geleitet. Wenn ich auf das Monatliche gucke, dann sieht die Sache schon anders aus. Also jetzt im April waren es 6 Euro, die es bisher ungefähr umgesetzt hat. Und ansonsten pendelt sich das im Schnitt ein, irgendwo zwischen 15 Euro, 18 Euro. Es sind auch mal 24 Euro wie hier. Im Dezember waren es ganz stolze 32 Euro knapp. Im November fast sogar 40 Euro. Im Oktober waren es dann sogar über 40 Euro. Und ansonsten hält sich das so die Waage ungefähr. Hier letztes Jahr im April waren es nur 14,13 Euro. Ja, ihr seht, also reich wird man damit nicht, zumindest nicht im Moment, aber es hilft zumindest dabei, die Serverkosten zu bezahlen,
also für den Server, wo unter anderem meine Webseite läuft und der dann auch für Streamen ganz wichtig wird, weil der verteilt nämlich das Streaming-Signal von hier aus meinem kleinen Studio raus zu YouTube, Twitch und Twitter/Periscope. Ja, achso, vielleicht eine Sache noch. Wie viele Videos habe ich denn insgesamt bis heute hier veröffentlicht? Und da ist der Blick geht nach ganz unten. Und ohne dieses Video jetzt, das ich jetzt gerade hier produziere, waren es 46. 46 Videos über knapp 4-5 Jahre. Wann ist denn der Kanal endlich entstanden? Jetzt muss ich selber gucken, tut mir leid. Ich gehe mal hier auf Lifetime und dann sollten wir so ungefähr sehen, wann der Kanal gegründet wurde. Da, 2015. Also, es sind fast genau 4,5 Jahre, die der Kanal jetzt existiert. Ja, und jetzt sind wir also bei 7.782 Abonnenten. Was in diesen 4,5 Jahren alles so schief gegangen ist und was so schief gehen kann, das seht ihr jetzt. Nee, einfach schieben. Einfach mit dem Fuß leicht schieben. Halt. Halt!
Also ganz klassisch, was schief gehen kann, das geht garantiert auch schief. Das gilt genauso fürs wahre Leben wie fürs Lego-Film. Was kommt als nächstes, habe ich euch versprochen. Ich habe es schon angekündigt im Community-Tab meines Kanals. Als nächstes werde ich beginnen live zu streamen und ihr seid herzlich willkommen zuzuschauen und ihr seid herzlich willkommen, mir Fragen zu stellen. Ihr könnt die Fragen hier unten drunter unter dem Video da in den Kommentaren hinterlassen oder ihr geht auf die Community-Seite, könnt dort unter der Ankündigung der Livestreams jeweils die Fragen für den nächsten Livestream hinterlassen oder ihr kommt einfach in den Livestream rein und stellt dort eure Fragen, die ich euch dann so gut es geht natürlich gerne beantworten werde. Abgesehen von den Livestreams, was wird als nächstes passieren? Was werde ich als nächstes bauen? Das ist, glaube ich, die Frage, die nicht nur euch, sondern auch mich selber interessiert. Da hätte ich hier einmal den Kasimir. Das ist Kasimir. Ihr seht, Kasimir ist ein kleiner Traktor und wenn das Bild, ja, jetzt sieht man es, glaube ich, ganz gut. Genau, einen Traktor habe ich nämlich noch gar nicht in meinem Kanal drin und ich könnte mir vorstellen, das könnte was sein, was euch auch gefällt. An der wird dann hier hinter mir auf meinem kleinen Bauplatz entstehen. Ein bisschen was entstanden ist für ein anderes Modell, was ich seit sehr langer Zeit bauen möchte und hoffentlich auch bald mal fertig werden wird. Da zeige ich euch mal diesen kleinen Kühlergrill, chromblitzend, und der ein oder andere wird die charakteristische Form des Chromschmucks schon vielleicht erkennen und wird sich denken, das wird ein Auto. Damit liegt derjenige auch vollkommen richtig. Und dieses Auto, das steht als Chassis zumindest schon mal hier rechts neben mir. Und ich darf euch stolz präsentieren, da ist es. Ist noch ein bisschen rudimentär. Federung ist schon da. Antrieb ist schon da. Motoren sind schon da, aber ob die final sind, das weiß ich noch nicht. Ein Neigungswinkel vorne. Warte, ich gucke gleich nochmal nach. Das kann ich mir immer nicht merken. Das Ganze nennt sich Caster Angle, im Deutschen Nachlaufwinkel. Habe ich heute erst gelernt, als ich hier geguckt habe. Also ein Positive Caster Angle, ein positiver Nachlaufwinkel. Der sorgt dafür, dass dieses Auto möglichst gut geradeaus fährt und möglichst nicht so viele Pannen und Fails verursacht, wie die ihr in den Videos gesehen habt. Ja, V8 ist auch schon drin. So sieht er von unten drunter aus. Mehr dazu hoffentlich in den nächsten Wochen. Achso, doch, eine Sache noch innen drin. Eigentlich wollte ich dieses kleine Auto mit diesem kleinen Baustein steuern. Das ist der PFX Brick. Bei den ersten Tests allerdings hat er gezeigt, dass das mit der Ansteuerung der Motoren eher so semi-optimal ist und deswegen wird es wahrscheinlich wie üblich ein S-Brick werden, der das Fahrzeug steuert. Aber der PFX-Brick kommt trotzdem rein und wird eine Menge Krach machen und ihr seht es, hoffentlich auch eine Menge Licht. Ich bin gespannt, mal gucken, was draus wird. Wie gesagt, in den nächsten Wochen und Monaten wird er dann hoffentlich fertig werden. Das waren zwei der Projekte. Ich habe noch so ein paar andere geplant, die sind jetzt noch nicht ganz spruchreif. Ihr werdet sie auf dem Kanal sehen. Wo ihr den Baufortschritt sehen könnt und sehen könnt, woran ich gerade arbeite, das sind meine Social Media Kanäle, auf denen ihr mir natürlich auch sehr, sehr gerne folgen könnt. Da wäre zum einen der Twitter-Kanal von mir. Ihr seht hier gerade eingeblendet die Adresse. Dort könnt ihr sehen, was ich so twittere, was ich so retweete. Da sind immer auch ganz spannende Lego-Inhalte dabei. Ihr könnt auf meinem Instagram-Kanal zuschauen. Dort zeige ich gerne, was ich gerade gekauft habe, was an neuen Teilen gekommen ist oder auch, was ich gerade baue. Dort seht ihr zum Beispiel von meinem Auto diese tolle Tür. Oh, sieht schick aus, ist aber auch noch nicht ganz fertig, da fehlt noch ein bisschen was. Oder ihr kommt auf meinen Flickr-Kanal. Dort seht ihr noch ganz viele weitere Bilder aus von den anderen Modellen, die hier auf dem Kanal vorgestellt sind, Work in Progress und so weiter und so fort. Und natürlich unter www.lc-jx.com könnt ihr das Ganze auch alles nochmal nachlesen, könnt nochmal die ganzen Adressen euch raussuchen, könnt euch meine Modelle anschauen. Da habe ich das immer dann so zusammengefasst. Dort findet ihr die gesamten Modelle. Ansonsten, was kommt noch neu? Genau, Bauanleitung. Bisher habe ich ja so 1, 2, 3 kleine Bauanleitungen veröffentlicht. Demnächst kommt eine etwas größere Bauanleitung und zwar eines Trailers, eines dreiachsigen LKW-Trailers. Der würde relativ gut zu meinen C-Trossen passen. Dafür habe ich ihn auch gebaut und dafür wird es eine komplette Bauanleitung geben. Die habe ich in Studio erstellt. Die ist fast fertig und wird über meine Website erhältlich sein und natürlich über rebrickable.com. Also auch dort seid ihr herzlich eingeladen, vorbeizuschauen.
Das war's dann ansonsten soweit. Bleibt mir gewogen, so wie auch bisher. 7.777, das ist auf jeden Fall eine ganz tolle Zahl, die heute zum Glück auch schon ein bisschen weiter gestiegen ist. Ich freue mich umso mehr. Bei 15.000 verspreche ich, also bei 15.000 Abonnenten hier auf YouTube, da verspreche ich euch, da machen wir eine kleine Roomtour und ich zeige euch, was hier alles so rumsteht. So einen ganz kleinen Einblick kriegt ihr ja schon. Mache ich heute nicht, einfach aus dem Grund, das wird gerade umgebaut und auch das wird ein paar Wochen dauern. Aktuell ist es ein bisschen schwierig, irgendwie Baumaterial und ähnliches ranzubekommen. Aber wenn dieses Studio, also mein Lego Workspace fertig ist, dann zeige ich euch den auch sehr, sehr gern. Bis dahin, wie gesagt, folgt mir auf Twitter, Instagram, Flickr und ganz neu auch Twitch. Da werde ich meine Livestreams auch hinstreamen, also auch dort könnt ihr mir folgen, dort könnt ihr meine Livestreams sehen und natürlich so wie bisher, teilt meine Videos gerne, liked sie gerne. Ich freue mich darüber riesig, vor allem zeigt es mir, dass meine Modelle und meine Videos bei euch gut ankommen. In diesem Sinne, ich freue mich aufs nächste Mal, schaut weiter zu, bis dahin, tschüss, sagt der Jan. Bye bye.